wir haben hier eine Blockbergung aus dem Tagebau Profen. Es handelt sich um ein Grab, und zwar um ein schnurkeramisches Grab. Das wissen wir, weil wir diese Gefäße schon sehen. Und Sie müssen sich vorstellen, auf der Grabung im Tagebau ziehen die Kollegen mit dem Bagger riesige Flächen ab. Und wann immer Sie auf diesem hellen Untergrund, dem Löss, der natürliche geologische Untergrund ist, dunkle Verfärbungen sehen, dann wissen Sie immer, dass dort ein archäologischer Befund ist. Der kommt so zustande, der dunkle Oberboden wird in den unteren geologischen C-Horizont eingetragen und deshalb gibt es dann diese dunklen Verfärbungen. Und diese dunklen Verfärbungen können auf vieles hindeuten, entweder auf Pfostenlöcher, also auf Häuser, oder aber auf Hortfunde, auf jede Eingrabung eben. Aber wenn die eine gewisse Größe haben, wenn die also etwa 2 Meter lang sind oder etwa 1 Meter bis 1,50 Meter breit sind, dann handelt es sich in der Regel um Gräber. Und wenn wir diese typische Gefäßkombination sehen, nämlich eine Amphore und einen Becher, dann wissen wir, aha, es handelt sich um die Becherkulturen. Und wenn wir dann auch noch die Verzierung sehen, wie hier diese Schnurverzierung, dann wissen wir, aha, wir sind hier in der Schnurkeramik, also in der Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus. Es handelt sich hier um Reitervölker, die aus dem Osten kommen und die das Land weithin neu aufsiedeln und hier ihre Spuren über Jahrtausende hinterlassen haben. Natürlich werden wir jetzt den Block weiter bearbeiten. Das heißt, wir werden hier eine Linie machen. Sie sehen eine senkrechte Linie hier. Und das wird dann das Profil, wo wir dann sozusagen das Grab irgendwie im Profil untersuchen können, wie wir das schon an anderer Stelle gesehen haben. Vor allem aber kratzen wir ganz vorsichtig, planen die Erde ab, um keine weiteren Beigaben, etwa Tierzähne, Ketten oder andere Beigaben zu übersehen. Vor allem aber dient es natürlich der Freilegung des Skelettes oder der Skelette. In einer Grabgrube dieser Größe können sich natürlich auch mehrere Skelette befinden. Das wissen wir noch nicht, was uns dort entgegenkommt. Und das ist es, was die Archäologie so spannend macht. Es ist praktisch immer eine Wundertüte. Man ahnt, was drin ist, aber man weiß nicht wirklich, was rauskommt. Und wenn man das freilegt, dann ist es immer ganz spannend. Legen wir eine Frauenbestattung frei, eine Männerbestattung, legen wir vielleicht sogar Kindergräber frei oder haben wir hier vielleicht eine Tierbeigabe? All das werden wir sehen, wenn wir hier das Grab weiter frei präparieren. Das Ziel ist eine Präparation, die dann am Ende gefestigt wird, wenn der Befund gut erhalten ist. Und das weitere Ziel ist natürlich, den Fund lagerfähig und ausstellungsfähig zu machen. Ausstellungsfähig heißt, den Fund soll man aufrecht etwa an einer Museumswand wie ein Bild präsentieren können. Und das Weitere ist natürlich, dass man den Fund lange Zeit lagern kann und lange Zeit bewahren kann, sodass er für die nächsten Generationen bewahrt ist. Das Besondere hier an unserem Lager, aber auch am Landesmuseum ist ja, dass wir solche Befunde an die Wand bringen, sodass man gleichsam wie durch eine Bildergalerie wandeln kann und dort die Grabsitten, aber auch die archäologischen Schätze unserer Vergangenheit gleichsam en passant sehen kann und sich darüber informieren kann. Wenn andere Museen von uns solche Dinge ausleihen wollen, dann ist es natürlich möglich, weil wir durch diese Präparationstechnik in der Lage sind, zahlreiche solcher Befunde herzustellen, zu lagern und eben auch auszuleihen. Viele dieser Befunde haben Sie wahrscheinlich im letzten Jahrzehnt in großen Ausstellungen, etwa in Berlin, gesehen, weil diese Dinge natürlich gerne ausgeliehen werden und weil es die aber auch nicht so oft gibt. Das heißt, das ist kein Standardverfahren in der Archäologie, sondern das ist etwas, was bei uns intensiv betrieben wird, weil bei uns das Museum und die Landesarchäologie sozusagen zusammengelegt sind und in einer Hand liegen und die Kollegen auf der Ausgrabung denken schon immer ans Museum und gleichzeitig aber auch daran, dass hier jede Grabung eine Zerstörung ist, die letztlich dazu führt, dass die Funde zerteilt werden. Die Skelette sind dann extra untersucht und extra gelagert von den anderen Funden. Und das Ganze ist nicht nötig, wenn man den Block präpariert. Dann sind Sie selber gleichsam der Archäologe und dann sehen Sie den archäologischen Schatz
in Nuze, also etwas, was man normalerweise nur sehen kann, wenn man die Grabung selbst besucht, etwa am Tag der offenen Tür oder Ähnliches. Wir bieten das dauerhaft durch diese aufwendige Präparation, die wir aber praktisch schon in eine serielle Bearbeitung überführt haben. Die Lager hier fassen Hunderte dieser Blöcke. Wir haben also Hunderte von Bildern für Sie und Ihre Kinder und Enkelkinder für die Zukunft präpariert. Und ich denke, das ist ein kultureller Schatz für die ganze Menschheit, der es auch wert ist, immer wieder gezeigt zu werden.